Kannst du starten, oder? Ladles and Jelly Spoons is Tim Dowd for Living with MS in Tenerife. Ich bin Timothy Dowd von Wohnen mit MS in Tenerife. Heute ist auf Deutsch. Today is German. We've got some guests here that have just arrived in Puerto de la Cruz last week, and they've come down to say hello to us. I used to work with the guy in Siemens and in Finion back in the day. And he said, I'm going to come down for a visit, but I don't want to speak a lot of English, he says. And I said, don't worry, we'll do it all in German. So, heute ist nur Deutsch. Falls du Deutsch nicht verstehst, kein Wunder. Schau mal den Hintergrund an. Look at the background. Let's see who's on. Okay. 32 Leute schauen zu. 32. 32 people are watching, and we have Tracy Addison. Da treffe ich mit ihr am Mittwoch zum Spazieren. We're going to meet on Wednesday to have a walk. It's Craig. Guten Tag, Tim. Sprechen Deutsch? Nicht sprechen Deutsch. Martin Voss. Good evening, Tim. North Tenerife man. Neil Lewis is on. Vinny, King Charles. Big up the chats. John Patton and Marie's on, Charlie, Stephen Moody, and Debbie. Hi. Okay, so I'm going to interview the guy in German, and then I'm going to translate in English for you. Christina's here as well. Here she is. Enjoying the German business. Uh-huh. And here he is, Arthur Mello. Hallo zusammen. So, Arthur und ich haben zusammengearbeitet seit 1989. Ich bin seit 1984 dabei gewesen. 84. Ja. So he was there in 84, I joined in 89. Und wir haben uns Gut verstanden. sehr gut verstanden, glaube ich. Ja. Und du warst, ich glaube am Schluss, wir haben so auch damit zu tun mit die Verbesserungsvorschläge. Ja. He was in charge of the Improvement Suggestion Department. suggestion box. Oh. That's right. Yeah, suggestion box. The improvement Yeah, suggestion. yeah. And I used to come up with some good ideas, and I got a bottle of wine or two off him. Und jetzt bist du in Tenerife. Erste Mal, zweite Mal? Kommst du oft? Wir sind insgesamt das 15. Mal auf den Kanaren und zum 5. Mal hier auf Tenerife. So 15 times in the Canary Islands and the 5th time Ja. auf Tenerife. Immer Puerto de la Cruz? Nein, das erste Mal waren wir in Playa de las Americas, Okay. dann einmal waren wir in Las Caletillas und die anderen 3 Mal waren wir in Puerto de la Cruz. Okay. Und was ist dir lieber? Eigentlich hat jede Stadt seine Vorzüge, seine Nachteile, aber das im Norden ist eigentlich ein bisschen besser, weil es kühler ist und manchmal öfter regnet. Okay, he prefers the cooler, greener, rainy type island. Yeah. Ja, also speziell dieses Orotava-Tal, Oh, das ist super. also das ist bewundernswert, ja. Yeah. If those of you who know Puerto de la Cruz, it's in a valley called the Orotava Valley, and that is a beautiful place. It's like a tropical rainforest. Ja. Yeah? Ja. Tropischer Regenwald. Ja. Und so 84, du hast angefangen bei Siemens. Ja, ja. Und was hast du am Anfang gemacht bei Siemens? Am Anfang war ich Schichtleiter oder Schichtführer Aha. und dann bin ich nach einem Jahr vom damaligen Chef rausgezogen worden, sagte, du musst oben da als Sachbearbeiter im Büro mithelfen. Das hat sich dann sehr gut entwickelt und dann war ich also nochmal 2 Jahre später zum stellvertretender Dienststellenleiter ausgewählt worden und habe das dann bis Jahre 2000 gemacht und dann habe ich dieses Verbesserungsvorschlagswesen übernommen. Und wirklich hat gut funktioniert und haben auch viel Erfolg verzeichnen können, hat Spaß gemacht. Einen Haufen Geld gespart, ja? Einen Haufen Geld eingespart, etliche Millionen pro Jahr, man soll es ja nicht so rauspublizieren, weil es muss ja alles börsenrelevant gehalten werden. Aber mit Verbesserungsvorschlagswesen, da kann man also als Firma wirklich gut Geld machen. Der Mitarbeiter ist zufrieden, der wird tatkräftig dementsprechend auch entlohnt. Das passt auch von dieser Seite her. Höchstprämie ist 150.000 € Prämie.
Und da lässt sich schon was anfangen damit. Genau. Ja. Genau is my favorite German word because you can say it after every sentence. In Bavarian, yeah? It doesn't matter what he says, I can just say genau. 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 There's just one word you only need one German word. He was working in the factory. What were we making? That was sort of megabyte. Microchips. Aber Megachips erst, oder? Ja, 1 Mega. The 1 megabyte, 1 megabyte or megabit? Megabit. 1 megabit memory chip. Now, if you remember Kiddie Winkies, 1 megabit was a lot of memory in them days. Ja. And we made the first one. The first one? Yeah. Ja. Die erste Megabit der Welt, oder? Oder hat jemand anders gemacht? Ich glaube, Die Japaner. Die Japaner haben den ersten gemacht. Wer hat das zuerst gemacht? Jo, Sony, oder? Nein, nicht Sony. Ich weiß nicht den Namen nicht mehr. Nein, ich erinnere mich Ja, nicht. ich weiß nicht mehr genau. But we were a bleeding edge factory in Regensburg, which is the northernmost point of the Danube. And he was working in the factory, then he got pulled out into the office, then he became a department head till 2000. And then after 2000, he was put in charge of Verbesserungsvorschläge, which is this suggestion box. And it sounds really, oh, you're in charge of a suggestion box, what's that? But they saved millions of euros with these suggestions and improvements that were happening. Mm-hmm. And they used to pay you for your thing. I'd get a bottle of wine, but the top payment was 100,000. 150,000. 150,000 euros or mark. Euros. Ja. 150. So if you saved a lot of money, you would get 150,000 euros, which is dein Jahresbetrag. Ja. Mehr. Más o menos. Let's just see what the guys are saying. Alan Fraser, good evening, everybody. I'm saying good evening to Christine. Zelda Carzon. We did Debbie. Alan Fraser, enjoying the sunshine. It's been cloudy all day. Es ist auch in der Nord. So wolkig. Ja. Ja? Auch Und wolkig, Wind. Ja. Weil morgen und übermorgen kriegt man Sturm, gell? Weiß ich nicht. Sturm Oscar. Also in der Wettervorhersage, da steht schon drin, dass das schlecht wird, das Wetter. Ja, wir haben einen Sturm auf der Westenseite und es kommt morgen in der Früh um Sonnenaufgang. Aha, wird das hier bei uns. Ja. Und dann 2 Tage bleibst und dann wird es am Donnerstag wieder weg. Prost. Now, I can't meet a Bavarian and drink water. So we're going to have a beer, but... Prost, Christine. Ja. And it's not German that we're speaking either, it's Bayerisch, gell? Ja. Bayerisch, ja. Bist du ein Regensburger Gebürtiger? Gebürtiger Regensburger nicht, aber 15 Kilometer nördlich, das heißt Regenstauf. Regenstauf, Ja. oh, know Ja. it well. Beautiful area. Blitzer. Blitzer, Auf der, welcher Fluss ist da? Regen. The Regen, of course, and that's why Regensburg got its name, because it's where the River Regen meets the Donau, Ja. which is the Danube. Ja. We got Dave Butler on. Everybody's saying hi, hi, hi. Honestly, Puerto is exactly the same weather as the south, just better for sleeping. Yeah. The North Tenerife man, Steve, wohnt in Puerto de la Cruz. Und er sagt, das ist für ihn besser, weil abends ist es besser zum Schlafen. Ja. Weil im Süd ist es im Sommer, wir sind so ein bisschen glitschig. Trockene Luft dann. Ne? Genau. Neil Davidson's on. YouTube Maestro, Viral Maestro Extraordinaire. Angry Velo, guten Tag aus dem sonnigen Schottland. Ich kann nicht lange bleiben, da ich arbeite, aber genieße den Chat, sagt er. Ja. Und Sambi is on. Good evening. Is that sub? Mama, selfie. Cool dudes. Ja. Brendan Scanners on. Guten Abend, Tim und Guest Prost. Wenn's done, ich spreche kein Deutsch. Das Wens. Oh. Vence is a German name, right? Ja. Peter K's on. Hey Tim, hope's all well in Tenerife. We'll be there the 17th of the 6th. Läuft die Aufnahme oder ist das beendet? Bitte? Ist die schon beendet? Was? Die Aufnahme? Nein, das ist keine Aufnahme. Wir sind live jetzt. Ja, Schau mal hier. Okay. Wir haben 89 Leute, die Das ist schauen zu. super. Einwandfrei. 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 Einwandfrei.
I love the Bavarian language because you don't need any grammar. No Grammatik. Ja? Da brauchst du, als ich zuerst Deutschland betreten bin, habe, ja, mit der Uhrzeit, 4:30. Ja. So 4:30 is not 5:30. 4:30 is 4:30. 4:30. Ja, ja, Yeah? ja. So I was making these appointments to meet these girls. Die Frauen habe ich immer getroffen um 4:30. Ja? Ja. Treffen wir uns um 4:30 in Heiplatz. War Ja? niemand da, ne? Da ist niemand da. Die waren eine Stunde zu spät. I was 1 hour late, you see. So die sagen, treffen wir uns um 4:30 in Heiplatz. Ich sag, 5. Hast du verstanden? Yeah. Ja. We'll meet at 5. So none of this 4:30. And then it was amazing. Ich habe ein bisschen Deutsch gelernt, bevor ich kam. Ach so, okay. Ja. Ja. Aber nicht viel, 6 Wochen. Okay, das ist zu Und wenig. wir haben immer dieses Ding gemacht, dieses Roleplaying. Ja, wo ich wir haben so ein Rollenspiel gemacht. Und ich war in der Tankstelle. Aha. Und ich muss sagen, ich war der Tankwart, mein Kumpel war der Fahrer. Und er sagt, einmal voll tanken bitte. Dann muss ich sagen, super oder Normalbenzin. Aha. Der sagt, super Benzin bitte. Ja. Und dann habe ich gesagt, einmal voll tanken. Und dann habe ich sagen müssen, das macht 5 Mark 80. So alt war das Buch. Das macht 5 Mark 80. Ja. Und er sagt, hier sind 6 Mark, stimmt so. Ja. Ja? Und dann sagt er, haben Sie einen Stadtplan von Bremen? Dann muss ich sagen, nein, wir sind ausverkauft. Ja, das war das Rollenspiel. So I was just saying that we had to do this role playing where I was getting petrol in a garage, and then the guy asked, "Do you have a map of Bremen, which is a town on the north coast of Germany?" And then when wir nach Regensburg kommen, mein Kumpel ist in der Bahnhof und ist ins Geschäft gegangen und hat gesagt, haben Sie einen Stadtplan von Bremen? So he went to the shop and said, do you have a map of Bremen? And of course he needed a map of Regensburg. Und die Frau sagt, nein, haben wir nicht. Und er sagt, sind Sie ausverkauft? Have you sold out? Oh God. It was amazing. It was really amazing. Ja, es ist nicht so einfach mit dem Englisch. Ich war mal in England auf einem Englischkurs und dann bin ich abends in den Pub gegangen. Aha. Und der schreibt mir das Bier her und macht mit so einem Schieber, schiebt den Schaum beiseite. Wieso macht er das? Wieso? Der Schaum ist doch, das ist das Lebendigste vom Bier, wenn es einen schönen Schaum hat. Dann habe ich das zweite Bier bestellt, es hat I like a beer with white head. Und dann habe ich gemeint, der fällt in Ohnmacht. Ich habe nicht gewusst, was White Hat ist. Ich meinte halt ein Bier mit einer schönen, mit einer schönen Krone. Aber White Hat ist ein Mitesser. Genau. Ja, ist schlecht. Like a blackhead. Ja, genau. War schlecht. Cleaners Pub. Schlecht zwischen Intermezzo. Going into England, was von der Firma? Veranlasst? Privat. Privat, Ja. okay. Ja, kannst du erzählen? Ja, gerne. Das mit dem Whitehead. Mit dem Whitehead. In Englisch, das Das ist haben wir schon verstanden. Hast du verstanden? Whitehead schon. Okay. Whitehead Ach so, und so, Whitehead, da brauche ich mir nichts mehr machen. Okay. Die sagen genau. Mark Jones says hi Tim. Eugene says off the charts. Remember to smash the like button. Cole's place is on. You're coming on Thursday, is it, Cole? Jeffrey Eccles, hi Tim from hot and sunny Minehead. Yeah, it is sub. I thought it was. Besser, por favor. Tres. Would you like something, Christina? Christine, No? soll ich noch füllen? Soll ich noch füllen? Tres, ja, sí. Gracias. So. Passt. Bitteschön. So. Unfall. Unfall. Yeah. Ja. He's the Bionic Man. Ich meine, The Bionic Man. Steve Austin. Yeah. ja. We can rebuild him. His motorbike. Motorbike Ja. Accident. Was für ein Motorbike war das? Harley Davidson. A Harley. Ja. Okay. Und ist es dann kaputt worden oder ist das reparieren können? Das war Totalschaden. Total Ja. Schaden. Ja. He rode off a Harley and himself as well. Ja. Wie lange warst du im Krankenhaus da? Ich war mit Reha 17 Wochen weg. 17 weeks. Aber in Deutschland Reha ist 6, 7 Wochen oder? Ja, war 7 Wochen, ja. Ja. Oder? 7? 10 Wochen. 10 Wochen, ja. 10 weeks. Ja.
Well, in Deutschland, in Germany, when you pay the insurances, then you get the rehabilitation thrown in. So that's 10 weeks rehabilitation after you come out of hospital. Da kannst du mal sagen, 21 Knochenbrüche. Als was? 21 Brüche habe ich gehabt. 21 bone Broken bones. Ja, ja. 21. Schulter, Rippchen, Bis runter. Ja. bis unten, Ja. Arschbacke. Mit Becken und alles mögliche. Ja, Alles. Hips. Ja, Rips. Wahnsinn. Nein, Rips nicht. Nein. Nein, Rips nein, nicht. nein. Rippchen nicht. Nein, nix Rippchen. Rippchen. Oh, we got the. I don't know if you can hear it. They can't hear it. Und in Siemens bzw. Infineon, warst du immer in Regensburg oder hast du ein bisschen rumgefahren? Ja, auf Dienstreisen öfter mal. Oder ich habe eine Einschulung gehabt in Österreich, in Villach, in unserem Villach, kenne ich. Schwesterwerk. War auch da 5 oder 6 Monate unten. Und dann zum richtigen Start an dieses Megawerks bin ich dann zurückgeholt worden nach Regensburg. Und dann haben wir da dieses First Silicon gefahren. First Silicon. Ja. Und diese Automatisierung, wo ich war, Ja, das war hilfreich oder nicht? das war sehr hilfreich. Gracias. Das war sehr hilfreich. Haben wir Millionen gespart. Ja, See, this guy knows my value. ja. When we started automating the factory, we saved millions. Weil die Leute stellen diese Scheiß los in Sand, wenn die falsch prozessieren. Ja, Gell? ja. Aber warum war das? War das dann praktisch das Prozess? Hat es nicht geklappt oder ist das bloß Fehler? Ja, das kommt immer auf die Tagessituation drauf an. Ich habe ja das Thema auch, wie heißt denn das, Flächenausbeute steigern oder irgend so, wie heißt denn das? Und habe das auch mal geleitet und habe also festgestellt, wenn man die Jahre übereinander legt, wo diese Unfälle passieren, dass ein Operatorfehler passiert, dann ist das abhängig teilweise auch, ob das Faschingszeit ist oder ob das bevorstehendes Weihnachtsfest ist, weil die Leute sind auf andere Gedanken dann. Okay. Und dann kommen vermehrt also diese Operatorfehler vor. Aber ich will da keinem was vorschmeißen, weil das kann jedem passieren. Nein, das ist so und ein jeder Trend. macht Fehler. Also das ist... Das ist wie ein Freitagabendauto. Ja, das ist... Das war ein Freitagnachmittagauto. Ja? Ist klar, ne? Also, So what he was saying was that when we were doing the automation, we saved a lot of money because not only the operators that were putting all the stuff into the machines were making silly mistakes sometimes, and the number of mistakes went up just before a holiday or just before Christmas or something like that. And so this automation helped the operator to free them up from the monotony, if you like, and let them do more work. Weil the operator hat mehr Interesse auf den Prozess, wenn die nicht so auf den Rezept oder so schauen muss, oder? Ja. Das bedeutet, die sind ausgebildet als ein besserer Mitarbeiter, oder? Ja, genau. Wenn die nicht mehr so handhabig sein muss und der richtige Rezept, die können konzentrieren und Datensammlung und so weiter. Ja? Genau. So they could concentrate on other things like data collection and improving the process. Genau. Und was war der beste Verbesserungsvorschlag, das sie jeweils gesehen hat? Es ist eigentlich jeder Vorschlag, sagen wir mal, Okay. von Bedeutung. Jeder Vorschlag. Ja, okay. Auch wenn es bloß eine Kleinigkeit ist, das den Tagesablauf an der Maschine verbessert oder die Durchlaufzeit reduziert oder die Ausbeute steigert. Da kann man nicht sagen, also der Beste. Der Beste ist immer der, wo die tatsächliche Verbesserung an den Tag bringt. Und wo jeder sagt, Mensch, super, wenn wir das nicht gehabt hätten, dann ist das einfach... Ja, Okay, dann würde ich eine andere Phrase machen. I'm trying to get him to work out which was the best suggestion, but he says all suggestions were good, and it doesn't matter about the impact or whatever's happening. All the suggestions were good, which I think is a good way to put it. Was ich wissen will, ist, was war die impactvollest, so in einfachste Idee, der meisten gebracht hat, der praktisch ist Effekt. Ja, das ist meistens, wenn man die Uptime von einer Anlage steigern kann und somit vermeidet, dass man eine weitere Anlage kaufen muss. Dann spart man sich ja das Geld für die weitere Anlage. Weil man eben diese andere Anlage optimiert hat und verbessert hat. Und das ist natürlich von großer Wichtigkeit und ein großes Gewicht der Einsparung. Ja. Okay, so weil so ein Equipment kostet ja dementsprechend mehrere Millionen. Richtig, besonders Stepper oder Implanter
Yeah. iron implantation Oder die system, Ofenzellen. oven, Yeah. furnace, ja. So when we're making microchips, there's a lot of layers. So it goes through a process of silicon. Then you cover the silicon with a photo lac. Then you photograph it using a stepper, and then you'll etch the bits out that you don't want, and then you'll ionize it by putting it in the furnace, and then you'll do lots of other stuff. But there's lots of other layers and stuff, and you need a lot of machines to do that. And the machines are from anything from 100,000 to 6 million. Yeah, Right? yeah. A good Canon stepper would be Yeah, 5-6 million, yeah. right? And so anybody that can reduce the maintenance costs or reduce the maintenance time of the machines and keep it up longer, that means they don't have to buy another machine. So basically, if you increase the throughput, or if you stop the maintenance, or you reduce the maintenance necessity in a $5 million machine, then you've saved $5 million. Yeah, exactly. And those are the bigger impacts. That working smarter, not working harder. Yeah, Ja, ja. genau. Und was war die blödste? Der Blödsinn. The blödste. What's the most stupid? Na, du brauchst keine Namen sagen. Nein, Ja? es gibt, ein Blödsinn gibt es nicht. Jede Verbesserung ist eine Verbesserung. Ja, aber ich habe eine Flasche Wein getan, Ja. bekommen. Ich weiß nicht mal, was mein Verbesserungsvorschlag war, aber ich glaube, es war ziemlich blöd. Ja, es gibt schon einfache Verbesserungen. Wenn zum Beispiel jemand schreibt, man soll an die Wand so eine Plastikschiene machen, weil wenn man nämlich bei der Besprechung dann den Stuhl zurückschiebt und dann haut er immer gegen die Wand, dann ist die Wand irgendwann einmal verletzt oder geschädigt. Wenn man da Plastikleiste hinmacht, dann passiert sowas nicht mehr. Da kann man sagen, jawohl, das ist okay, das ist eine Verbesserung, kann man zwar nicht berechnen, ist also nicht vom Wirtschaftsvertreter. Kostet 5.000 Euro pro Zimmer zum Richten und spart gar nichts. Aber dann sagt man, okay, kommt vorbei, kriegst einen Tankgutschein für 40 Euro. Yeah. Okay. There you go. So if you came with a suggestion that was maybe it was a good suggestion, for instance, like put a piece of plastic at chair height on the wall, so that when you lean back, you're not damaging the wall. It's a good suggestion. Thank you very much. But it probably wouldn't bring anything in. They say no. Thank you very much for your suggestion. Here is a ticket to go and put petrol in your car for 40 euros. So everybody was happy. Yeah? Ja, ja. Das muss ein super Job gewesen sein. Super Job. Ja? Ja. Und Viel Publikumsverkehr. ja, Ja. Und das hat Spaß gemacht, das muss man sagen. Ja. you had fun. Ja. Oh, okay. Ja. That's the most important thing is to have fun. Ray Duffy's on. Ray Duffy is coming here tomorrow, I think. No, Wednesday. Ray's coming, and he's bought us a drink. Thank you very much, Ray Duffy. Cole's Place, land Thursday evening, party time, Tim. I don't know what I'm doing Thursday, but you coming on Friday to Freaky Friday? I'm sure you will. Gazog's on. I hope I didn't miss too many people. Mark Jones is on. Sub's on. Roger Channing. We've got 79 people watching. I know that some people come and we're talking German, they'll turn up, but that's okay. It's today. In fact, we've been on 25 minutes. We're going to finish in a minute, okay? And have a private chat. David Butler worked in Motorola 1990 to 94, but in the battery making area, not microchips. Der hat für Motorola gearbeitet von 1990 bis 1994 in Irland, glaube ich, aber in der Batterieabteilung, nicht im Halbleiter. Okay, okay. Okay. Good night, chat, Tim. Okay, Ladles and Jelly Spoons. Ich glaube, dass wir machen Schluss ein bisschen früher heute, wegen die Leute, die nicht so viel Deutsch kann. Aber das ist auch gut, weil die Sonne blendet mir ein bisschen jetzt und wir müssen ein bisschen Catch-up machen an die Leute. Ich möchte bedanken mir für euch, dass du überhaupt hierher kommt und dass du den Mut gemacht hast, vor der Kamera zu sitzen. Willst du was sagen zu deiner Familie, bevor wir gehen? Oder zu irgendjemandem, der zuschaut, der Deutsch kann? Ja, mir bleibt also die Spucke weg. Uns zieht natürlich diese Insel an. Nicht umsonst sind wir das 15. Mal hier auf den Kanaren.
Wir haben diesmal auch knappe 2 Wochen gebucht, damit sich das wieder rentiert. Flugzeit geht eigentlich 4 Stunden 30. Von München aus. Aber dass ich mal den Tim und seine Frau besuche, das ist auf meiner To-Do-Liste gestanden. Und das haben wir somit heute vollzogen. Mich Und freut's. hoffentlich nicht ihr letztes Mal. Nein, hoffentlich nicht das letzte Mal. Okay. Cool Dudes. Super. Dann sage ich dann Tschüss. Willst du auch am Kamera sein? Sag einen schönen Nein? Gruß bloß. Ciao, oder was? Das ist Christineli. Servus. So, wir fahren jetzt los. Wir fahren jetzt los. Wir werden nochmal ein Bier trinken vielleicht. Und chit-chatten. Und wer fährt heim? Ich. Auto. Automatic. Ladies and gentlemen, this is Tim Dowd for Living with MS in Tenerife with Arthur Miller, Rosemary and Christine. And we love you lots. Thank you for putting up with the German version today. I know that a lot of you have asked for that, so I hope you were okay with that. And dass unsere Bayerisch nicht so schlecht war. Nein, das hat passt. Das hat passt, ja? Ja. Das hat passt. So if you learnt German and you listen to us, then maybe it's like learning English and then going to Scotland. Das sind die schottische, bayerische Irish. Ach so, okay. Okay, ladies and gentlemen, I'd like to thank each and every one of you again. Tomorrow we have a walk with Peter, and on Wednesday, Tracy Addison, walk in the morning. Thursday, I think I'm going to be with Webby again. I'm not sure yet. He hasn't told me. And Friday night is Freaky Friday, where we'll go and have a bit of a laugh at the Monte Cristo. Thank you so much, everybody, for contributing. Thank you, everybody, for the contributing in the chat, and thank you for watching the adverts. I'm going to put a thing up here, and if you want to support the channel, you can do it right here. Subscribe for free. I keep forgetting to ask for subscribers, and I'll put the merchandise in the corner there. It's Tim and Arthur, Christine and Rosemary for Living with MS in Tenerife signing off. See you. Wouldn't want to be you.